Eine ganz besondere Fantasy-Rollenspielserie aus Deutschland nahm 2001 ihren Anfang. Wir zeigen euch in unserem Videospecial, was in und um die Gothic-Serie von Piranha Bytes passiert ist. Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Hand König Robars II. Ein namenloser Held und eine zerrüttete Fantasy-Welt bilden die Grundlage für den Anfang einer epischen Geschichte, die Piranha Bytes 2001 unter die Massen brachte. Mit einem unsanften Start für unsere Spielfigur starten wir auf der Insel Khorinis und werden ebenso ruppig ins Minental und unter dessen Barriere geschmissen. Schnell werden wir aufgeklärt, wie die Dinge hier in den 3 verschiedenen Lagern laufen und wie die Sträflinge es schafften, ihre Macht zu festigen. Was Gothic schon damals auszeichnete, war die glaubwürdige Spielwelt mit NPCs und sogar KI-Figuren, die einen eigenen Tagesablauf hatten. Das Braten von Fleisch, der Abbau von Erzadern und die Orientierung auf gezeichneten Karten haben eine stimmige Welt vermittelt. Die Entscheidung, welchem Lager man sich anschloss und die daraus anders ausfallenden Quests, Ausrüstung und Skills waren damals revolutionär. Doch gab es zu Beginn auch große Hürden für die Spieler zu überwinden. So waren die Ressourcenanforderungen für damalige Verhältnisse enorm und zahlreiche Questbugs machten es teils unmöglich, im Spiel voranzukommen. Auch die umständliche Steuerung sowie das Inventarsystem wurden stark kritisiert. Doch mit der bis jetzt aktuellsten Version 1.80k ließen sich die Bugs beheben und dem Spielspaß stand nichts mehr im Weg. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Neues Jahr, neuer Publisher, neues Gothic. Ein Jahr nach dem Erfolg des ersten Teils knüpfte man mit Gothic 2 2002 direkt an die Ereignisse von Gothic 1 an. Auch in der Fortsetzung setzt Piranha Bytes auf altbewährtes. Und so bleibt die Charakterentwicklung gleich zum Vorgänger und auch wie man sich durch die Welt schlug, überließ man dem Spieler weitestgehend selbst. Die authentischen NPCs, die sich in der Welt tummeln und eine wieder mal tolle und ruppige Lokalisation bilden wieder mal eine klasse Atmosphäre. So konnte man unter dem neuen Publisher JoWood eine sehr erfolgreiche Fortsetzung erschaffen, die bis heute für viele Spieler das bislang beste Piranha Bytes Spiel ist und bereitete sich mit dem Add-on Die Nacht des Raben auf den 3. Teil vor. Dunkelheit zieht über das Land, das Böse wird triumphieren. Mutige Gefährten, du wirst deine Wahl treffen. Velia hat mich erwählt. 2006 folgte dann der 3. und letzte Teil der Gothic-Reihe, an dem Piranha Bytes beteiligt war. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Welt von Gothic 3 nochmal erweitert, da man mit seinem Schiff und Gefährten von Khorinis zum Festland gefahren war. Zwar hatte man sich bei der Lokalisation und der Entwicklung wieder auf alte Werte besonnen, nutzte jedoch die neue Gnome-Engine, die Rüstungen wuchtiger und die Landschaft noch schöner erschienen ließ. Auch die Klotzhände waren nun ein Relikt der Vergangenheit. Doch leider machte diesmal etwas anderes als die toll inszenierte Geschichte Furore. Das Spiel kam in einem so unfertigen Zustand auf den Markt, dass es beinahe unspielbar war. Dies geschah gegen den Willen der Entwickler und löste unter Fans einen Shitstorm aus. Hinzu kamen dann noch die Verhandlungen zur Fortsetzung der Gothic-Reihe. Leider scheiterten sie daran, dass kein akzeptables Ergebnis für beide Seiten gefunden werden konnte und somit endete die Zusammenarbeit zwischen Piranha Bytes und JoWood. Einen erwarteten Patch sowie einen Editor blieb der Publisher den Fans bis heute schuldig und durch einen knapp 1,5 GB großen Community-Patch, der später folgte, konnte das Spiel noch weiter berichtigt werden. Mit dem Add-on Götterdämmerung holte JoWood zusammen mit Trion Games dann zum finalen Schlag aus, um mit dieser schlechten Erweiterung gar noch den letzten Fan vor den Kopf zu stoßen. Ihr Rebellen haltet euch gefährlich nahe der Stadt auf. Wenn wir könnten, würden wir den ganzen Laden stürmen. Und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Piranha Bytes blieben sich treu und kündigten 2007 die Entwicklung eines neuen Spiels an. Da die Rechte an Gothic nicht allein bei Piranha Bytes lagen, musste man sich neu orientieren und tat sich mit Deep Silver zusammen. Herausgekommen dabei ist Risen. Die Wurzeln von Risen liegen jedoch klar bei Gothic. Piranha Bytes hat hier eine sehr authentische Spielwelt mit glaubwürdigen Charakteren erschaffen.
Es lohnt sich auch mit allen NPCs zu sprechen, denn praktisch jeder hat etwas zu erzählen und eine Aufgabe für euch. Auch das freie Entscheiden darüber, wie man durch die Welt wandelt, liegt beim Spieler und auch die Möglichkeit, Quests auf verschiedene Arten zu bestreiten, zeigen die deutlichen Parallelen zu Gothic. Doch es gab Skepsis, ob die Qualitätssicherung im Gegensatz zu Gothic 3 wirklich greifen würde. Doch die Bedenken waren unbegründet, da das Spiel so gut wie nie abstürzte und nur hin und wieder ein paar KI-Aussetzer aufgetreten sind. Piranha Bytes konnte somit ihren Ruf vom Gothic 3 Debakel wiederherstellen. Überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Roba III. Nannte. Auch Joe Wood blieb nicht tatenlos und entwickelte einen Nachfolger zur Gothic-Serie. Arcania Gothic 4 bietet wie auch seine Vorgänger eine direkte an den Vorgänger anknüpfende Geschichte. Der neue Entwickler Spellbound Entertainment hat sich ebenso wie Piranha Bytes mit Risen in Acht genommen, um das Spiel möglichst bugfrei auf den Markt zu bringen. Dies ist ihnen zwar gelungen, jedoch fielen die Aufträge dafür eher nach dem Schema gehe nach X und töte Y Monster aus und das echte Gothic-Feeling kommt nicht so ganz auf. So trifft man zwar immer wieder bekannte Charaktere aus der Gothic-Reihe, doch die Charakterentwicklung wurde stark vereinfacht und fürs Craften muss man auch keine Alchemietische oder Schmieden aufsuchen, nein, man macht es einfach im Menü. Nichtsdestotrotz ging Joe Wood Anfang 2011 in die Insolvenz und die Rechte an der Gothic-Reihe fielen 2012 wieder zurück an Piranha Bytes, da die Rechte nur eine gewisse Zeit an Joe Wood abgetreten wurden. 2012 hissten Piranha Bytes und Deep Silver die Segel und siedelten den zweiten Teil der Risen-Reihe im Piratengenre an. Das stimmige Piratensetting kann auch wieder durch eine gute und für Seebären übliche raue Lokalisation glänzen. Längst versoffen. Also, 7 für 2 Kisten, hm? Willst du mich ausrauben oder ein Geschäft machen? 5 für 4. Und der Austausch von Bogen zu Muskete macht das Bild der Freibeutergeschichte komplett. Neben der wieder mal tollen Charakterentwicklung machen auch gut integrierte Minispiele und ein großartiger Soundtrack das Spiel zu etwas ganz Besonderem. Doch hat man es versäumt, den Spannungsbogen in der Geschichte aufrechtzuerhalten und die Musketen fügen sich zwar klasse ins Szenario ein, jedoch wirkt das Kampfsystem dadurch auch simpel und unausgegoren und die Bosskämpfe werden auch schnell zu einer Pflicht als zu einer Herausforderung. Man hat leider viele atmosphärische Details aus der Gothic-Reihe weggelassen. So schmiedet man nur noch in einem Menüfenster und der Ablauf ist ebenfalls etwas linearer als im ersten Risen. (13 Jahre beglückte Piranha Bytes jetzt schon deutsche Rollenspieler mit ihren revolutionären Ideen und stimmigen Spielwelten. Wie die Zukunft um Piranha Bytes und deren Spielreihe aussieht, könnt ihr in der neuen Ausgabe der PC Games erfahren.